So, im heutigen Video wollen wir uns mit dem sogenannten Trifecta-Modell von Nomad Capitalist befassen. Nomad Capitalist ist eine Beratungsfirma, deren Angebot sich vor allem an US-Kunden richtet. Nomad Capitalist berät Kunden dabei, den Wohnsitz zu verlegen, weitere Staatsbürgerschaften zu kaufen, sich steuerlich zu optimieren. Haben eine gute Website, einen sehr guten YouTube-Kanal. Dahinter steht ein junger Mann namens Andrew Henderson. Sehr interessante Videos. Können wir jedem nur empfehlen, sich mal anzuschauen. Wir sind in keiner Weise mit denen irgendwie assoziiert oder so, aber dennoch kann ich jedem empfehlen, sich dieses Mal hier zugute zu führen. Nomad Capitalist und Andrew Henderson haben ein sogenanntes Trifecta-Modell entwickelt, wie sie es nennen. Dabei geht es um ein Modell, das sich an ältere, sage ich mal, Nomaden richtet, die jetzt nicht mehr hier herumreisen wollen, alle 4 Wochen den Standort wechseln möchten, sondern vielleicht eher ein ruhigeres Leben führen möchten. Das Ganze orientiert sich so ein bisschen an der berüchtigten Flaggentheorie, von der ich ja nicht viel halte, und sagt letztlich aus, dass man 3 Wohnsitzstaaten sich aussuchen soll, gegebenenfalls dort dann eine Immobilie besitzt oder mietet. Und man hält sich eben im Wesentlichen an diesen 3 Orten auf. Deswegen Trifecta, Tri ist ja klar, steht für 3. In jedem Land verbringt man dann nicht mehr als 120 Tage und wird somit, so die Logik dieses Trifecta-Modells, auch nirgendwo unbeschränkt steuerpflichtig. So. Grundsätzlich kann man sagen, natürlich ein sinnvolles Modell, auch sicherlich hier jetzt das Ganze zu basieren auf 3 Staaten, nicht auf 2. Wenn man jetzt die Anwesenheitstage alleine betrachtet, ist sicherlich natürlich wichtig, denn wie man weiß, es gibt ja auch etliche Staaten, wo schon eine Anwesenheit von weit weniger als 183 Tagen eine unbeschränkte Steuerpflicht auslöst. Ganz bekannt die USA. Wenn du in den USA in einem mehrjährigen Zeitraum jeweils 120 Tage oder mehr dich dort aufhältst, dann bist du dort unbeschränkt steuerpflichtig. Daher eben hier Trifecta-Modell, das im Grunde sagt, weniger als 120 Tage in jedem Land. So, ein paar Punkte wollen wir uns dazu anschauen. Also, was ist dazu zu sagen? Die erste Frage ist natürlich, löst die Wohnung in diesem Land einen Wohnsitz und möglicherweise eine Steuerpflicht aus? Wir kennen ja das deutsche Beispiel. In Deutschland gibt es letztlich nicht wirklich eine 183-Tage-Regelung, sondern es reicht ein Wohnsitz aus. Und wenn du dich auch nur wenige Tage an diesem Wohnsitz aufhältst, bist du dort unbeschränkt steuerpflichtig. Du musst dir also auf jeden Fall ein Land aussuchen, wo eine Wohnung, gemietet oder gekauft, keine unbeschränkte Steuerpflicht beziehungsweise gar keine Steuerpflicht eigentlich ausgelöst wird. Ganz wichtiger Punkt. Zweitens, wichtiger Punkt, die Mindestanwesenheit. Wir kennen es ja, es gibt verschiedene Länder, die schreiben eine Mindestanwesenheit vor, um bestimmte steuerliche Vorteile zu erlangen. Zypern ganz bekannt 60 Tage. Aber es gibt ja auch andere Länder. Also zum Beispiel gibt es auch manche Länder, die schreiben für manche Visa 183 Tage vor, die du mindestens dort sein musst. Montenegro ist zum Beispiel so ein Beispiel. Und dann funktioniert es ja auf einmal nicht mehr mit Trifecta. Ja, also dann kannst du ja nicht deine 120 Tage da sein oder verlierst eben dann das Visum oder die Aufenthaltsbewilligung in diesem anderen Land. Also daher sehr genau darauf achten, was hier deine Aufenthaltsbewilligung, dein Aufenthaltsstatus hier zu sagen hat. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die OECD-Definition der unbeschränkten Steuerpflicht, die ja doch von den meisten Staaten so herangezogen wird. Gemäß der OECD spielt es eigentlich keine Rolle, wie lange du dich in einem Land aufhältst, sondern es ist zunächst mal wichtig, wo sich deine einzige Wohnung weltweit befindet, beziehungsweise die Wohnung, die du eben langfristig angemietet hast. Ja? Das heißt also, mal angenommen, du hast jetzt eine einzige Wohnung und diese Wohnung befindet sich, sagen wir mal, in Malta.
dann ist es sehr schwierig für irgendeine Steuerbehörde zu konstruieren, dass du in Malta nicht unbeschränkt steuerpflichtig bist, egal eigentlich, wie viele Tage du dich dann tatsächlich in Malta aufhältst. Das heißt, wenn du eine Wohnung in Malta hast und dann die Welt bereist als digitaler Nomade, wird es sehr schwierig sein zu sagen, du bist nicht in Malta steuerpflichtig. Natürlich, und hier kommt die 183-Tage-Regelung ins Spiel, wenn du dann dich in einem Land zu lange aufhältst, kann natürlich dort auch die unbeschränkte Steuerpflicht ausgelöst werden. Aber das kann man ja vermeiden. Das heißt also, mit einer einzigen Wohnung ist alles relativ einfach. Was passiert jetzt aber, wenn du mehrere Häuser, mehrere Immobilien hast, die du bewohnst? Dann wird im Grunde die ganze Sache nicht mehr so einfach. Dann hängt es im Grunde davon ab, wo du dich dann tatsächlich mehr aufhältst, am meisten aufhältst, wo dann tatsächlich hier der Schwerpunkt der Wirtschaftsinteressen oder eben dein Lebensmittelpunkt sich befindet. Es macht das Ganze also ein bisschen kompliziert, ja. Und das würde ich auch zu Trifecta sagen, ja. Also das Ganze so mit 3 Wohnsitzstaaten ist dann im Nachweisfall, im Überprüfungsfall, kann dann relativ kompliziert werden. Es ist deutlich einfacher, wenn du nur eine Wohnung, nur einen Wohnsitz hast. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass manche steuerliche Sonderstaaten, ich denke zum Beispiel an Mexiko und Südafrika, tatsächlich vorschreiben, dass du auch einen Wohnsitz im Ausland hast. Also zum Beispiel, du kannst die Steuerfreiheit in Südafrika für 5 Jahre nur dann nutzen, wenn du zeigen kannst, naja, Südafrika ist eigentlich nur mein Zweitwohnsitz. Mein Erstwohnsitz ist zum Beispiel in Malta. Das Gleiche gilt für Mexiko auch. Wenn du also dort nicht diese 2 Wohnungen dann hast, funktioniert es dann ohnehin nicht. Hier bei Trifecta wäre dann eben noch eine 3. Wohnung mit dabei. Du kannst schon sehen, sind da möglicherweise, falls mal eine Steuerbehörde dich überprüft, ziemlich viele Belege dann gegebenenfalls beizubringen. Grundsätzlich muss man aber sagen, dieses Modell, also hier sich an 3 Orten vielfach aufzuhalten, funktioniert. Ich persönlich würde wahrscheinlich mich an einem Land steuerlich tatsächlich anmelden und niederlassen, dort meine Wohnung haben und vermutlich in den anderen beiden Ländern immer nur temporäre Unterkünfte, Airbnb, Hotel oder sonst was zu haben oder möglicherweise die Unterkünfte hier durch jemanden anders mieten zu lassen, zum Beispiel dein Partner, deine Partnerin oder irgendein anderes Modell in der Art fahren. So, wenn du selbst vorhast, ins Ausland umzuziehen, eine steuerliche Strategie und Beratung benötigst, können wir dich da natürlich vollumfänglich unterstützen, so was dich persönlich und deine steuerliche Situation anbelangt, aber auch jetzt eine etwaige Firmengründung, die du vielleicht vorhast im Ausland. Wir machen seit vielen Jahren nichts anderes, unterstützen Mandanten beim Umzug ins Ausland vor dem Hintergrund der steuerlichen Optimierung. Ich rate dir, für eine steuerliche Standortbestimmung jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link findest du in der Beschreibung und freue mich drauf, dein Auslandsvorhaben mit dir zu besprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.